Hallo, mein Name ist Laurin und in diesem Video geht es um den Gardena Aquazoom Rasensprenger 350-2, wobei der aktuellste Preis und täglich neue Angebote wie immer unten in der Videobeschreibung sind. Los geht's! Beginnen wir zuallererst einmal mit dem Design und den physikalischen Merkmalen. Der Gardena Rasensprenger fühlt sich beim ersten in die Hand nehmen relativ hochwertig verarbeitet und verhältnismäßig robust an. Er wiegt lediglich 750 Gramm und ist ca. 55 cm lang, was ihn, wie man auch erkennen kann, relativ flexibel macht. Die wichtigsten Hebel und Schalter sind wie von Gardena typisch in einem orangefarbenen Ton abgesetzt, um diese möglichst gut hervorzuheben. Auf der rechten Seite des Sprengers befindet sich der Schlauchanschluss mit der Gummidichtung, auf welchem einfach der Schlauch mit dem passenden Schlauchstück draufgesteckt werden muss. Gleich dahinter befindet sich das Laufrad bzw. die Turbine, durch welche der Sprenger angetrieben bzw. hin und her bewegt wird. Falls somit sich der Sprenger nämlich nicht mehr bewegen sollte, kann es sein, dass der Filter verdreckt ist und gereinigt werden muss. Die beiden Hebel direkt hinter der Turbine sind jeweils für die Reichweite des Sprengers verantwortlich. Durch Pfeile ist gekennzeichnet, in welche Richtung diese bewegt werden können, um somit die Reichweite möglichst genau zu justieren. Dabei ist die Reichweite stufenlos verstellbar und ermöglicht fast eine Auslenkung von ca. 180 Grad. Somit kann zum Beispiel eingestellt werden, dass der Sprenger, nachdem er senkrecht nach oben zeigte, direkt wieder herunterklappt, ohne eine vollständige Hin- und Herbewegung auszuführen, was das gezielte Bewässern ermöglicht. In der Mitte des Regners befinden sich hierfür 18 orangefarbene feine Gummidüsen, aus welchen letzten Endes das Wasser herauskommt. Durch die beiden Schalter rechts bzw. links daneben kann weiterhin die Sprengbreite beeinflusst werden. Durch den Mechanismus werden die Gummidüsen leicht zur Seite gedrückt, wodurch sich die Sprengbreite vergrößert bzw. verkleinert. Eine genaue Ausrichtung der Düsen ist hierbei nochmals an den Symbolen über den Schaltern erkennbar. Wer zum Beispiel die maximal zu beregnende Fläche ausnutzen möchte, wird hierbei die Düsen einfach nach außen stellen, wobei ebenfalls kleinere Flächen beregnet werden können, ohne dass dabei zum Beispiel die Hecke des Nachbars gleich mitbewässert wird. Im Test prüfte ich den Aquazoom 350 hinsichtlich der Bewässerungsreichweite und den Einstellungsmöglichkeiten. In der kleinsten Einstellung betrug die minimale Sprengbreite knapp 4 Meter, was es auch ermöglicht, einzelne Beete mehr oder weniger individuell zu bewässern. Die Sprengweite belief sich in diesem Fall auf maximal 15 Meter und konnte durch die beiden Hebel relativ gut justiert werden. Auf der breiteren Einstellposition hingegen sank die Sprengweite von 15 auf 14 Meter, wobei die Sprengbreite sich auf maximal 13 Meter einstellte. Demzufolge erzielte ich in meinem Fall mit dem Aquazoom 350 eine maximal beregnete Fläche von ca. 180 Quadratmetern. Infolgedessen eignet sich der Rasensprenger hauptsächlich für mittlere bis große Rasenflächen, aber auch Beete etc. im Rechteckformat, welche somit passend an die jeweiligen Umstände und Bedürfnisse bewässert werden können. Somit war's es auch schon wieder mit diesem Review. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über ein Like bzw. Abo freuen. Ansonsten vielen Dank an alle, die den Kanal am Laufen halten, indem sie über meine Amazon-Links einkaufen, die Videos kräftig liken und teilen. Allen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao.